Als Archäologen alte Gräber in Turfan in Westchina untersuchten, entdeckten sie erstaunlich gut erhaltene und vertraute Relikte. Dort lagen kleine halbmondförmige Klöße, die in über 1000 Jahren steinhart geworden waren. Wer Klöße erfunden hat, bleibt ein Geheimnis. Gelehrte vermuten, sie seien zuerst in Teilen der alten Welt von nomadischen Turkvölkern aus Westchina und Zentralasien verbreitet worden. Man nimmt das an, weil Manti in vielen Turksprachen Kloß oder Dampfnudel bedeutet und auch in anderen Sprachen der Wortstamm von Kloß ist. Die alten Turkvölker füllten ihre Klöße wohl mit Fleisch. Aber es ist unklar, wann diese Praxis begann und ob diese Kunst von anderen tradiert wurde. Wie dem auch sei, Klöße wurden im alten China populär. Hier wurden sie vor über 1700 Jahren das erste Mal schriftlich erwähnt. In einer köstlichen Rhapsodie des Gelehrten Zhu Xi. In seinem Gedicht erwähnt Zhu bestimmte Kochmethoden aus fernen Ländern. Er beschreibt ein gedämpftes Weizenprodukt als Mantou und berichtet ehrfurchtsvoll über die Zubereitung gekneteter Teigkugeln namens Lo Wan. Sie strotzten vor Gewürzen, Schweine- und Hammelfleisch, wurden in schwarze Fleischsoße getunkt und schnell verzehrt. Allein die Vorstellung lässt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Klöße blieben in China im nächsten Jahrtausend beliebt und wurden weiterentwickelt. Statt sie wie üblich mit Fleisch zu füllen, probierte man anderswo vegetarische Klöße. Neue Kochmethoden entstanden. Weil der Weizenanbau außerhalb Nordchinas schwierig war, machte man in anderen Regionen Klöße mit Reis, Tapioca und Süßkartoffeln. Die Beziehung zwischen Klößen in China und anderen Regionen lässt sich schwer verfolgen. Hier sind ein paar Vermutungen von Lebensmittelhistorikern. Turkstämme verbreiteten sich und gründeten schließlich um das Jahr 1300 das Osmanische Reich. Sie brachten verpackte Häppchen nach Westen. In der heutigen Türkei füllt man wegen der Regeln des Islams Klöße nicht mit Schweinefleisch. Stattdessen enthalten Manti Lammfleisch, gewürzt mit Knoblauch, Joghurt sowie geschmolzener Butter und bestreut mit Kräutern und Gewürzen. Einige Gelehrte glauben, dass auch die Mongolen im Reich Klöße verbreiteten und sie vielleicht in Teile Osteuropas brachten. Diese Klöße könnten aus China stammen oder direkt von einigen Turkstämmen, die die Mongolen als Gastarbeiter anheuerten. Laut einer Theorie entstanden so Klöße wie die russischen Pelmeni, sowie die größeren Pierogi und Wareniki aus Polen und der Ukraine, gefüllt mit Kartoffeln, Kohl, Käse und Kirschen. Die Mongolen unterwarfen auch Korea und könnten dort Klöße eingeführt haben, wo Mandu wohl mit regionalen Zutaten wie Kimchi gegessen wird. Als chinesische Kloßvarianten in weiteren Ländern populär wurden, nannte man sie auf Englisch Dumplings. Das bedeutet kleine Klumpen und wurde wohl erstmals im England des 16. Jahrhunderts für in Flüssigkeit gegebene Teigkugeln verwendet. Wie Knödel und Matzo-Balls hatten sie keine Füllung. Das Wort war also verwirrend unpräzise, blieb aber trotzdem. Als Japan im Zweiten Weltkrieg China besetzte, kamen chinesische Jiaozi nach Japan, wo man sie wiederum als Gyoza kannte und meist in der Pfanne briet. Wie kommt es, dass jede Region in Italien ihre eigene Variante gefüllter Pastaklöße hat? Laut Historikern kamen die Klöße mit den arabischen Eroberern, die zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert über Sizilien herrschten. Aber das ist noch ungeklärt. Es ist unwahrscheinlich, dass alle Kloßgerichte die gleichen Wurzeln haben. Oft hatten wohl einfach kulinarische Visionäre verschiedener Kulturen ähnliche Vorstellungen. Gekochte, in Teig verpackte Füllungen mussten köstlich schmecken. Wie auch immer, wir schätzen diese prallen, perfekten Päckchen und ihre verworrene, geheimnisvolle Geschichte, die Klöße so vielfältig und göttlich gemacht hat. TED-Ed hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst vielen Menschen kostenlos hochwertige Bildungsinhalte in möglichst vielen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Hilf mit, unsere gemeinnützige Mission zu unterstützen, indem du auf unserem Patreon spendest. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.